Ist Schule Mist? Mit diesem kurzen Video liefere ich eine Auseinandersetzung mit der Tirade von Harald Lesch. Das, was er da vor ein paar Tagen abgelassen hat, das lautet genau genommen, unser Schulsystem ist Mist. Und das darf man nicht verwechseln. Er sagt nicht aus, dass Schule Mist ist, sondern das System. Das heißt, die Prinzipien, nach denen Schule geordnet ist. Und er zieht nicht den Sinn von schulischer Bildung in Zweifel. Das, was er da kritisiert und das, was ich also eben auch genauso empfinde, das ist die Kleinteiligkeit, mit der unser System geordnet ist. Das führt zu einer Auslese und vielfach zu Zeitpunkten, wo Kinder überhaupt noch nicht über die Tragweite ihres Handels in der Lage sind zu urteilen. Und dann werden sie eben eingeordnet in Hauptschule oder Realschule oder Gymnasium. Und das ist dann prägend fürs Leben und sie haben dann keine Chance mehr, da rauszukommen. Wenn man das jetzt, ich habe rechts Goethe angeführt, der hat nur kurze Zeit eine öffentliche Schule besucht. Danach wurde er, genau wie die Humboldt-Brüder, von Privatlehrern unterrichtet. Und in so einem Fall, da ist man natürlich schon begnadet, wenn man da so eine Möglichkeit hat. Sowas liefert Spaß und Interesse an Motivation, wenn denn die Eltern diese Privatlehrer passend ausgewählt haben, wenn das Persönlichkeiten sind, die didaktische Fähigkeiten haben, wo man eben die Anzahl der Unterrichtsstunden ausreichend hat und wo die Fächerkombination passt, dann findet da hervorragender Unterricht statt und die Schüler werden motiviert und sie bilden Kreativität aus. Und Kreativität ist die Fähigkeit, etwas vorher nicht Dagewesenes, Originelles und beständig Neues zu kreieren. Und das ist ja offensichtlich bei Goethe und bei diesen Vorbildern aus unserer klassischen Bildung gelungen, aber eben nicht durch ein Schulsystem, was eben so strukturiert ist wie das unsrige jetzt, was sich eben zum Teil noch auf diese alten Dinge beruft, aber das eben gar nicht richtig macht. Wenn die Lehrer sich nach dem System und nach den Vorschriften, wie das abzulaufen hat, wenn sie sich danach richten, also wenn sie Dienst nach Vorschrift machen, dann kann der Unterricht kaum gelingen. Bildungshungrige Kinder, die freuen sich, wenn sie Lehrerpersönlichkeiten mit Erfahrung antreffen. Und dann kann Bildung trotz des schlechten Systems gelingen. Motivation und Spaß an der Bildung, die sollen dann im Mittelpunkt stehen und das schaffen eben auch heute noch Lehrer. Aber das wird eben durch PISA-Studien gar nicht herausgearbeitet. Wenn man dann bekannte Studienabbrecher hernimmt, das heißt Menschen, die eben das Schulsystem nicht bis zum Ende durchlaufen haben, dann sieht man, dass dieses Schulsystem gar nicht zwingend erforderlich ist, jedenfalls nicht ein Abschluss, den man da erreichen kann. Die Gründer von Apple, Microsoft, Oracle und Facebook, allesamt brachen ihr Studium ohne Abschluss ab. Nur in Amerika hat das viel weniger Nachteile als bei uns. Da ist also ein Studienabschluss, so wie es da passiert ist, vielleicht eher eine Behinderung rechtzeitiger Gründung von erfolgreichen Start-ups. Hier in Deutschland hätten sie keine Kapitalgeber gefunden und die wären ohne einen Studienabschluss wahrscheinlich frühzeitig gescheitert. Aber da wird nicht berücksichtigt, dass Spitzenleistungen gar nicht planbar sind. Das ist eine Verkettung von Zufällen. Und das, wie bei uns Bildung organisiert ist, hat man den Eindruck, das orientiert sich an der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9000, was da also in unserer Wirtschaft sicherlich eine interessante Sache ist, um die Qualität zu sichern. Aber das ist mit der PISA-Studie und da hat man ja dann auch Qualitätsmerkmale gebildet. Da scheint das also nicht unbedingt ganz sinnig zu verlaufen. Man kann, wenn man hier die Schulen vergleicht, nur sich auf Mittelwerte konzentrieren. Die Mittelwerte in Sachsen sind sicherlich besser als in Bremen oder Berlin oder vielleicht auch in Westfalen. Aber das heißt ja nicht, dass es in diesen Bundesländern nicht einzelne Schulen gibt, die besser sein können oder dass es einzelne Lehrer gibt, die hervorragende Unterrichtswirksamkeit entfalten und auch Motivation bei den Schülern erzeugen. Das heißt also, es wird auch in den nächsten Jahren immer noch so sein, dass es eben tolle Gründer von Start-ups eben auch in Ländern gibt, wo die PISA-Studie eben sagt, oh, das ist aber nichts. Ne? Und was da passiert, das ist im Vergleich von Mittelwerten. Wenn man hier nochmal auf die humanistische Bildung zurückkommt und dann daraus Schlüsse ziehen will, dann kann man eben sagen, das, was individuell passiert ist bei der Ausbildung oder bei der Bildung der Kinder,
das hatte eben Auswirkungen darauf, dass sie später erfolgreich waren. Die Privatlehrer, die waren sicherlich sehr wichtig. Und wenn man dann überlegt, Goethe, der zum Jurastudium gedrängt wurde von seinem Vater, der hat 1766 in der Zeit, wo er in Leipzig Jura studieren sollte, eben nebenbei Kupferstich und Holzschnitt gelernt. Goethe verbesserte seine Medienkompetenz, statt sich mit vollem Einsatz dem vom Vater gewünschten Studium zu widmen. Und das ist das, was ich heute wahrscheinlich als sehr dringend ansehe. Man muss die modernen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, die muss man frühzeitig in die Schule bringen. Wird ja jetzt zurzeit durch unsere Bildungsministerin Wanka versucht, aber da werden unheimlich viele Widerstände zu überwinden sein, weil das Beharren auf dem Alten, das ist wahrscheinlich das Grundmuster, was unser Bildungssystem noch lange behindern wird. Ich denke, ich habe jetzt lange genug geredet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.